Welcome back, liebe Community, hier in meinem Ron Review Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin jetzt direkt zurück vom Fanatec Community Event, 25.08.2018. Euch erwarten jede Menge News. Ich habe hier unter meiner Cam so eine große Liste aufgehängt. Bleibt dran, macht euch gemütlich, ihr erfahrt alles rund um den Direct Drive 1 und 2 Wheel Release. Ich bin viele Testrunden gedreht, habe diese Wheelbase auch mit anderen Direct Drive Wheelbases dort vergleichen können. Ich habe diverse Interviews geführt. Mit dem Simracing Girl habe ich einiges mit an Bord. Bleibt dran, macht euch gemütlich, legt die Füße hoch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Bevor ich den Community Event in chronologischer Reihenfolge für euch durchgehen möchte, will ich mich bedanken bei Thomas hier von Fanatec. Mit dem habe ich kurz einen Smalltalk geführt zu Beginn des Community Events. War sehr ein aufschlussreiches Gespräch. Ich habe mich gefreut und bedankt über die Einladung eines kleinen deutschsprachigen Channels hier zu diesem Community Event und bin ihm sehr dankbar, dass wir auch hier mit am Start seid. Ihr kennt das. Bis jetzt aus dem Netz meist diese englischsprachigen Reviews. Viele von euch können damit nichts anfangen, sind froh, dass wir hier einiges am Start haben. Ihr tragt dazu bei, ihr habt uns dorthin gebracht. Ich rede hier in der Mehrzahl. Das ist euer Verdienst, dass ich dort am Start sein konnte und für euch reviewen zu dürfen. Jetzt lasst uns das Ganze durchgehen von A bis Z. Mein erster Testlauf war, ich hänge euch alles Overlay mit rein. Da waren 4 Wheelbases nebeneinander montiert. Die CSW V2.5, eine riemengetriebene, die ihr auch aus meinem Channel kennt. Ich habe noch die 2er-Version hier am Start. Dann direkt daneben war die SimXperience Arceforce V2, eine Direct Drive Wheelbase, die ich bereits kenne aus meinem Frei Simracing Virtual Reality Review. Da habe ich so eine Location reviewed. Daneben war dann der Simio Cube, diese Small-Version, diese kleinere, schwächere Version, die ungefähr bis 15 Newtonmeter Drehmoment bereitstellt, und direkt daneben dann Fanatecs neue Direct Drive 1 Wheelbase. Zu beachten gilt, dass diese Fanatec Direct Drive 1 Wheelbase immer noch Prototypen sind, die sind schon sehr nahe am Serienzustand dran, aber das soll explizit erwähnt werden. Was mir im ersten Moment auffiel, klar, der Schritt von CSW V2.5 zur Arceforce, den kenne ich, da spürt man schon dieses deutlich stärkere Drehmoment. Was aber im Gegenzug mir aufgefallen ist, die Arceforce V2, das ganze Force-Feedback war etwas ruckeliger. Ihr kennt dieses Ruckeln, dieses Notching in den Kurven, das war deutlich spürbar im Vergleich zur smoothen CSW V2. Dann bin ich zu dem Simio Cube gewechselt. Wir sind da einige Runden iRacing Laguna Seca gedreht. Der war etwas smoother, das hat mir etwas besser gefallen, hat von der Power etwas mehr bereitgestellt. Das war eigentlich ein gutes Erlebnis für mich, das war sehr befriedigend, und ich habe anschließend zur Direct Drive 1 Wheelbase von Fanatec gewechselt. Das erste, was mir aufgefallen ist bei diesem Wechsel, war, dass das Ganze sehr smooth ablief. Das Ganze lief sehr rund, vergleichbar mit meiner CSW V2, da kannte ich keine Unterschiede, und klar, die Power, die war deutlich höher angesiedelt. Zur Power komme ich später zurück. Ich habe dann viele Testrunden gedreht, das kommt dann im Fazit am Schluss. Das nächste, was ich für euch dann am Start habe, war ein Interview mit dem Simracing Girl. Das hänge ich euch vielleicht live mit rein. Hört euch das an, dauert etwa 2 Minuten. Da wisst ihr dann Bescheid. Die Geschichte vom Simracing Girl, die war ja YouTuberin, hat dann jetzt zu Fanatec gewechselt. Ich habe mit ihr über ihren Job dort gesprochen und wie sie dort gefällt. Ja, liebe Community, ihr kennt neben mir die Dame, das ist unser Simracing Girl, die kennt ihr aus dem YouTube-Channel. Hi Simracing Girl, hier bei Ron Review. Hi. Hi there. Nice to meet you. Ich versuche euch das dann später zu übersetzen. Ich würde das Simracing Girl gerne nicht nach ihrem echten Namen fragen, sondern was sie so bei Fanatec für einen Job hat. Simracing Girl, what's your job here at Fanatec? My job here at Fanatec is that I am doing content creation. So I am making tutorials and stuff like that. Today, for example, I'm interviewing people and influencers who are here. So my job at Fanatec is content creation. Okay, that's a kind of public relation job, Yeah. isn't it? Yes. Yeah. Okay. When did you start this here at Fanatec? It's a couple of months ago. It's a couple of months ago. Yeah. Okay. That's a dream job for you to... You started as a YouTuber a few years ago? Yeah, And- 2 years ago, I think. Okay. It's kind of a dream. I mean, I can do my hobby as my job, so it is definitely kind of a dream. Okay. But I've got other dreams as well. So yeah, I like working at Fanatec. I really think it's a great company. I find my place in the company, so for sure, yeah.
Very nice to meet you here at the Fanatec community event. I'm really happy that you are here at the community event and that you have you already tested our DDs? Yes, I tested already DD1 and compared it to AccuForce and the SimuCube. Okay. And that feels pretty good. Okay, that's I'm trying some test rounds at DD2 at next time here, and then we'll see. Okay, cool. Thanks a lot here. You're welcome. Okay. And have a nice evening here at the community event. I guess there will be a party in the evening, so. Thanks a lot. Danke, liebe Community. Dann im Anschluss habe ich noch Interviews geführt mit dem Dom. Brennan heißt der ist der neue Community Manager von Fanatec. Ihr wisst, Fanatec will eine neue Community Area, also einen neuen Community-Bereich auf deren Homepage einpflegen, damit diese ganze Kommunikation über die Community etwas besser funktioniert. Das Ganze war bis jetzt etwas rudimentär auf deren Homepage gestaltet und das soll jetzt hochgezogen werden, dass hier wirklich ein Support bereitgestellt wird, ein richtiges Forum, und dafür ist der Community Manager Dom verantwortlich. War ein netter Kerl, war sehr ein angenehmes Gespräch mit Dom, und ich glaube auch, das ist der ganzen Community dienlich, dass hier jetzt Dom am Ruder ist. Er selbst ist ein Simracer, der weiß Bescheid, wovon er spricht, und wenn wir mit ihm dann über das Forum kommunizieren können, da haben wir sicherlich alle was davon. Dann mein nächstes Interview, für euch sehr interessant, war dann mit dem Direct Drive Wheel Projektverantwortlichen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, generell über diese Entwicklung des Direct Drive Wheels, und habe dann diverse Fragen gestellt, die ich bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen habe. Und zwar, ihr seht hier in den Videos, die ich euch hier oberle mit reinhänge, diese Streben der Direct Drive Wheelbase. Die ist ja in diesem Rennsport-Cockpit, das ich auch hier am Start habe, richtiggehend verspreizt. Und ich habe gefragt, ob diese Streben, diese Befestigung käuflich erwerbbar sein wird. Das wurde bestätigt. Ihr könnt diesen Mount, also diese Befestigung, käuflich erwerben. Wann genau, das ist noch nicht klar. Das kann kurz nach dem Direct Drive Wheel Release erst sein. Es wird sich vielleicht nicht ausgehen direkt zur Direct Drive 1.2 Release im Dezember, das wisst ihr, aber auf jeden Fall könnt ihr diese Streben erwerben. Zu den Preisen, da wollen sich natürlich die Leute von Fanatec noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das ist auch klar. Die Preise stehen noch nicht ganz fest. Ich habe das dann so etwa geschätzt und habe gesprochen um 200 bis 300 Euro oder Dollar, und das wurde bejaht, dass ich hier mit meiner Schätzung in einem Bereich bin, der auf jeden Fall realistisch sein sollte. Dann meine nächste Frage, das kennt ihr noch von dem McLaren Rim Review, da habe ich das mit dem Formula Rim gegengetestet, und ihr kennt diesen Quick Release von Fanatec, den habe ich hier drüben. Und da habe ich euch gesagt, wenn dieses McLaren Rim oder diverse Elite Rims, die noch auf den Markt kommen werden, mit diesem Semi-Quick Release montiert wird, dann wird die Direct Drive 1 oder 2 Wheelbase das Force Feedback drosseln müssen. Das Ganze geschieht softwareseitig. Ich hänge euch nochmal den Link oben mit bei, wie das Ganze funktioniert, und die Wheelbase das erkennt. Das habe ich euch genau ausgeführt im letzten Review. Da habe ich gefragt, in welchem Bereich wird dieses Drehmoment dann ankommen. Ich habe dann wieder so eine Schätzung abgegeben mit ungefähr 10 Newtonmeter, und auch da hat dann der Projektverantwortliche der Direct Drive Wheelbases das Ganze bejaht und gemeint, ja, das wird in diesem Bereich hinkommen, da bin ich mit meinen Schätzungen nicht weit weg. Sie machen aber immer noch ausführliche Testläufe, Beta-Tests und so weiter und werden das genau ausloten und das softwaremäßig dann genau festlegen, in welchem Bereich das Ganze ablaufen wird. Dann meine nächsten Testrunden, das waren völlig eigene, autarke Testrunden. Das war für mich sehr angenehm und sehr gut bei diesem Community-Event. Ich konnte da testen, was ich wollte, und das möchte ich euch jetzt genau ausführen, was ich getestet habe. Es war Assetto Corsa dabei, ich konnte iRacing testen, ich konnte sämtliche Einstellungen, Strecken, Fahrzeuge, was ich wollte, vornehmen und wie ich wollte. Ich konnte das Force Feedback nach meinen ganzen Bedürfnissen einstellen, diverse Tests fahren. Ich konnte mit dem BMW M3 Wheel, mit dem McLaren Rim testen, mit dem Formula Rim, mit dem Porsche Rim und auch mit dem Hub und diversen Aufsätzen. Das war für mich ein sehr angenehmes Testszenario. Es gab viele Teststationen mit Direct Drive 1 und Direct Drive 2 Wheelbases und auch der CSW V2, und wir konnten hier vor Ort wirklich durchtesten, wie wir wollten. Das heißt, da stand kein Mitarbeiter von Fanatec, der uns über die Schulter gesehen hat und uns irgendwie beeinflusst hätte. Wir konnten da viele Runden testen, und ich kann es euch sagen, bei diesem Community-Event sicher 1,5 bis 2 Stunden vom Cockpit gesessen. Das waren keine Quick-Stints, so 3 bis 5 Minuten, wie man das auf diversen Messen kennt,
sondern ich konnte hier wirklich, ich bin oft 4-5 Runden nass am Stück gefahren, um das Ganze auszuluten. Das wollte ich euch mitgeben. Mein erstes Testszenario, ich habe mir gleich die Direct Drive 1 Wheelbase geschnappt und habe dann in den Settings bei Assetto Corsa Treiber auf 100% Force Feedback Power und Ingame sogar auf 105% eingestellt, um das Clipping zu provozieren. Ich wollte wissen, wie verhält sich die Direct Drive 1 Wheelbase, wenn sie im Anschlag von 15 Nm operiert. Ihr wisst, da gibt es Peaks bis 20 Nm, aber das dauerhaft bereitgestellte Drehmoment beträgt 15 Nm. Zum Vergleich meine CSW V2 bzw. 2.5, die liegt irgendwo zwischen 7 und 8 Nm. So, da bin ich die ersten Testkilometer gefahren und nach einer halben Runde mit dem Direct Drive 1 Wheelbase auf Anschlag und dem relativ großen und schweren BMW M3 Rim, das wollte ich unbedingt testen. Da erschien mir meine CSW V2 für dieses fast 2,5 Kilo Rim etwas zu schwer. Aber mit der Direct Drive 1 Wheelbase, das kann ich euch garantieren, nach circa einer halben Runde, da spürte ich meine Arme. Ich habe hier mit voller Kraft an der Wheelbase arbeiten müssen, um das Fahrzeug hier auf der Nordschleife auf Kurs halten zu müssen. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, vielleicht könnt ihr es aus dem Video raussehen. Wir sind hier wirklich gut verspreizt in dem Sparco Vollschalensitz gesessen und die Wheelbase war super fest verschraubt und mich hat es nur so hin und her gewackelt, wie ich hier operiert habe an diesem Limit dieser Wheelbase. Das war für mich unglaublich beeindruckend und für mich auch nicht erwartet. Ich kannte die Daten, ja, 15 Nm, Peaks bis 20, doppeltes wie meine, und wenn ich jetzt ein Gefühl abgebe, wie es mir gefühlt gegangen ist, dann hätte ich das ganze Faktor 3 bis 4 mal so stark wie meine CSW V2 eingeschätzt. Ja, das kann man, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt einordnen soll, das Ganze ist jetzt erst ein paar Stunden zurück, vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen und das ganze Revue passieren lassen, aber das war für mich der erste wirklich große Flash beim Testen. Dann habe ich gewechselt zur Direct Drive 2 Wheelbase, habe diese vorab auf 80% Drehmoment eingestellt und habe dann auf diesem Display immer wieder, ihr seht das vielleicht auch in den Overlay-Videos, wenn ich mich vorgebeugt habe, da habe ich immer auf das Display geguckt, dass genau dann der anliegende Drehmoment bzw. auch die letzten 5 Sekunden den Peak hier ausweist, also der Spitzendrehmoment. Und bei 80% mit der Direct Drive 2 Wheelbase, da wurde mir ein Drehmoment, ein maximales von ca. 18 Nm ausgewiesen. Das heißt, diese Werte mit 100% am Anschlag und 20 Nm und 25 Nm Peaks mit Direct Drive 2 Wheelbase, das Ganze scheint so zu stimmen, das scheint so zu passen, da brauche ich euch jetzt nichts weiter erwähnen. Ich glaube, die Direct Drive 2 Wheelbase habe ich dann sogar mit dem McLaren GT3 Rim getestet und das war fast nicht mehr fahrbar für mich. Diese Peaks, die waren dermaßen kräftig, dermaßen brutal, das war das Schwerste, weil am Lenkrad so wollte kein Rennen fahren. Das eignet sich zu Demonstrationszwecken oder wenn ihr mal wissen wollt, was eure Wheelbase denn leisten kann, nur wenn ihr mehrere Runden unterwegs sein wollt, dann wollt ihr das so sicher nicht haben. Das zeigt dieses gewaltige Potenzial, das diese Wheelbases bereitstellen. So viel zu dem Ganzen. Dann habe ich wieder zur Direct Drive 1 Wheelbase zurückgewechselt und getestet, wie es aussieht mit 50% Einstellung. Das hat dann gestimmt, laut Display wurde mir etwa 7 bis 8 Nm ausgewiesen und das fühlte sich dann wirklich ähnlich an wie meine CSW V2. Ich habe mir dann so einen Mittelweg geschnappt, ich muss dann nochmal gucken. Ja, ich habe die dann auf 70% eingestellt, die Direct Drive 1 Wheelbase. Und dann waren diese Peaks so bis 10, 11 Nm in etwa. Da kann ich euch auch sagen, im Vergleich zur CSW V2 war das Force Feedback brachial, kräftig, sehr, sehr stark spürbar. Ich würde sagen, mit diesen 70% Settings, da seid ihr in einem Bereich, den wollen viele schon nicht mehr. Aber wenn ihr euch wirklich sportlich betätigen wollt, das Ganze ausreizen, dann seid ihr richtig gefordert mit 70% Leistung. Klar, eins vorweg, ich bin viele Runden gefahren, lange gefahren, ihr spürt hier kein Fading, dieses Drehmoment, das wird auf jeden Fall über viele Stunden, wenn ihr da diverse lange Stints fährt, wird das bereitgestellt, da werdet ihr keine Einschränkungen spüren. So viel zu meinen Long-Term-Tests, ich bin dann auch einige Runden mit dem Formula Rim gefahren, mit dem kleinen 26er, das Formula Carbon Rim war in der Ausführung am Start. Und mit dem Porsche 918 Rim habe ich auch noch einige Runden gedreht. Dann gab es ein zweites Testszenario, da wurde wieder auf diesem Benchtable, so nenne ich das Ganze, so kenne ich das von den Grafikkarten, wurden diese vorher erwähnten 4 Wheelbases abmontiert und die 4 höherklassigen Wheelbases
dran geschraubt. Und da konnte man wieder testen, in dem Fall war es Assetto Corsa auf dem Nürburgring, die klassische Nürburgring-Runde. Da waren jetzt montiert das Leo Bodner V2 Wheel. Das ist vielleicht für viele von euch das bekannteste, brachialste Wheel, das bis 30 Newtonmeter Drehmoment bereitstellt, mit den Peaks scheinbar. Dann der Simio Cube, die große Variante, die starke Variante. Dann die Direct Drive 1 Wheelbase von Fanatec und daneben die Direct Drive 2 Wheelbase von Fanatec. Ich habe begonnen mit dem Leo Bodner Wheel, das war so eingestellt, dass man es gerade noch handeln konnte. Das hat gepiekt bis auch um die guten 15 Newtonmeter. Das war richtig Arbeit am Rig. Und mit diesem Leo Bodner Wheel bin ich sehr lange gefahren, weil da wurden die anderen zwei Wheelbases noch montiert. Ich war mit dem Leo Bodner Wheel sicher 20-25 Minuten und habe hier mindestens, ich glaube, 10 Runden Nürburgring gedreht, konnte mir ein gutes Bild verschaffen, wie das Ding performt. Habe dann gewechselt zu dem Simio Cube, zu dem großen, der sich relativ ähnlich verhalten hat, und bin dann wieder auf Fanatec's Direct Drive 1 und Direct Drive 2 Wheelbases gegangen. Da interessiert euch jetzt natürlich der direkte Testvergleich. Von der Power, wie gesagt, diese 15 Newtonmeter Anschlag, die langen euch. Da seid ihr nur am Arbeiten. Die meisten von euch werden das drosseln für Long-Terms, keine Frage. Da werdet ihr keinesfalls mehr als 9, 10, vielleicht 11 Newtonmeter mit Peaks am Start haben. Was mir aufgefallen ist in diesem zweiten Testrun, wo ich alle direkt nebeneinander montiert hatte, war diese enorme Smoothness der Fanatec Direct Drive Wheelbase. Das war so glatt gebügelt, ihr habt keinen Ruckel und kein Notching gespürt. Ihr wisst, wenn diese Haftung des Bodens nachlässt und das Wheel sozusagen leicht wird, und dann habt ihr diese leichten Ruckel oder Notches. Das war bei der Direct Drive 1 und 2 Wheelbases für mich spürbar am smoothsten. Das kann ich ganz unabhängig und objektiv sagen. So war mein Gefühl, und ich habe wirklich ausführlich Zeit gehabt, diese Dinger gegenzutesten. Da möchte ich mich auch bei Fanatec bedanken, dass die zahlreiche Mitbewerber hier am Start hatten und man konnte sich wirklich von einem Sitz zum nächsten setzen, um diese gegenzutesten. Soweit zu diesem ersten kurzen Fazit. Um das Ganze nochmal für euch zusammenzufassen. Die Direct Drive 1 Wheelbase war für mich mit den 15 Newtonmeter unerwartet stark. Was will ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, wenn ihr von der CSW V2 kommt und überlegt, genügt mir diese Direct Drive 1 Wheelbase oder soll ich zur 2er greifen? Was soll ich machen? Was soll ich nehmen? Ich kann euch sagen, diese Direct Drive 1 Wheelbase, die geht brachial zur Werke. Deutlich spürbar stärker als diese Accuforce V2, die ich auch, wie gesagt, schon länger getestet habe. Da seid ihr sicher gut versorgt. Ob ihr diesen Gap zur Direct Drive 2 Wheelbase benötigt, das kann ich euch nicht sagen. Das Ganze geht in dermaßen extreme Dimensionen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die ausloten könnt. Vorteil bei der Direct Drive 2 Wheelbase habt ihr habt vom Gehäuse, das ist voll in Metall ausgeführt, ihr habt diese Carbon-Applikationen drauf, ihr habt von Haus aus ein Jahr mehr Garantie, statt 2 dann 3 Jahren, jetzt ist Pre-Order sogar 5 Jahre. Der Preisgap ist natürlich bei 500 €, aber allein diese Garantieerweiterung, ihr wisst, die kostet um die 300 €, die bekommt ihr jetzt dazu. Das müsst ihr nach eurem Budget entscheiden. Dann, was natürlich für diese Direct Drive Wheelbases von Fanatec spricht, was mir eben sehr gut gefällt, das wisst ihr, ich als potenzieller Aufsteiger zu dieser Sache habe hier meine ganzen Wheels am Start und die kann ich dann direkt nehmen, weiterverwenden und mit meinen Lieblingswheels meine Runden drehen. Hier kommen keine Zusatzkosten auf mich zu, in meinem Fall ist das Ganze natürlich sehr produktiv. Weiters habe ich bereits ein entsprechendes Rig hier am Start hinter mir, das Rennsport Cockpit V1, und bin froh, dass diese Verstrebung auch käuflich erwerbbar sein wird. Das ist kein Prototyp, das Ganze werden wir kaufen können. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Gedenkt ihr, auf solche von mir vorgestellten Wheelbases abzugraden? Da muss ich jetzt gleich Klartext mit euch sprechen. Das Ganze ist mit einem Playseat oder gar Table Mount oder einfach gehaltenen Rigs nicht mehr machbar. Hier muss eine solide Konstruktion, entweder dieses Rennsport-Cockpits oder ihr kennt diese ganzen Alu-Rigs, wo auch diese Testbenches nebeneinander aufgebaut worden sind. Sowas muss her, um die Sache vernünftig zu betreiben. Sonst könnt ihr mit solchen Direct Drive Wheelbases nichts anfangen und könnt diese nicht ansatzweise ausloten. Wie gesagt, es kommt immer wieder in der Community die Frage, ist es das Ganze wert oder nicht? Das Ganze ist es wert für dich oder für mich, wenn du ein Enthusiast bist. Als Casual User, wenn du sagst, ja, ich habe eine CSL Elite oder CSW V2,
Nochmal, diese neuen Direct Drive 1 und 2 Wheelbases machen diese Wheelbases CSW V2 und Elite und nicht schlechter. Das sind nach wie vor Top Wheelbases und viele von euch sagen, die nutze ich nicht einmal bis zum Anschlag aus. Ich bin meistens nur mit 60 bis 70% Force Feedback Power unterwegs, mir langt das und die Sache ist gegessen. Wenn ihr, wie ich, immer wieder an die Grenzen der CSW V2 kommt, ich lote die immer voll auf Anschlag aus, mir ist diese teilweise mit dem schweren BMW M3 Wheel zu schwach, da will ich, dass etwas mehr Force Feedback, etwas mehr Bandbreite rumkommt, dann seid ihr potenziell gefährdet, dass ihr eventuell zu Direct Drive 1 und Direct Drive 2 Wheelbase wechseln werdet. Das Ganze ist natürlich mit hohen Kosten verbunden, wenn ihr die Grundausstattung mit einem guten Rig oder den entsprechenden Wheels noch nicht habt. Das müsst ihr euch durchrechnen oder eure Finanzministerin fragen. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Der direkte Vergleich für mich war top. Und so möchte ich das Ganze auch belassen. Ich möchte mich dann nochmal bedanken. Vielleicht der Disclaimer auch zum Schluss. Für diesen Event wurde ich eingeladen von Fanatec. Ich habe diese ganzen Fahrtkosten selbst bestritten. Ich habe hier nichts abgegolten bekommen. Den Vorteil habt ihr dadurch, dass ich das Ganze sehr objektiv und gespannt für euch reviewen konnte. Ich bekomme hier auch kein Goodie, irgendwie einen Gutschein für eine Direct Drive Wheelbase geschenkt oder sonst was, gar nichts. Das Ganze lief für lau. Natürlich habe ich jetzt versucht, auch mit dem Community Manager zu sprechen, ob er mir vielleicht ein Testsample der Direct Drive Wheelbase zur Verfügung stellen könnte. Ob das Ganze geschieht oder nicht, das hängt vielleicht auch an euch ab. Postet bitte hier viel rein, schreibt von mir aus Fanatec an, das ist das meiste, was ihr für meinen Kanal tun könnt. Vielleicht bekomme ich dann ein Testsample zur Verfügung gestellt und kann dieses sehr zeitnah für euch ausführlich mit der CSW V2 gegentesten. Das sieht das Test-Setup vielleicht noch etwas anders aus. Klarerweise ist man an dem ersten Tag oder wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, etwas gehypt. Auch ich, ihr kennt mich als objektiven Reviewer, aber natürlich ist man da mitgenommen und vielleicht braucht es etwas Abstand und längere Testrunden, um das Ganze aufzubereiten. Darum bitte meldet euch bei Fanatec oder postet bei mir unten mit rein und die Chancen werden steigen, dass ich so ein Testsample relativ bald am Start haben werde. Ja, das war's von meiner Seite. Ich habe viel geredet, ich habe euch viel gezeigt. Ich habe viele Interviews geführt, ich habe viel mit der Community gesprochen, so wie ich mit euch immer sehr gerne kommentiere, wenn ihr unten reinschreibt. Ich gebe euch immer Antwort drauf, bin froh, dass ich euch mit am Start habe. So habe ich auch dort auf dem Event mit vielen Leuten gesprochen, die mit diversen Rigs unterwegs sind. Die waren sehr ähnlicher Meinung, wie ich das auch war. Die haben dieselben Szenarien wie ich durchgetestet. Und die Meinung, dass hier mit der Direct Drive 1 und Direct Drive 2 Wheelbase von Fanatec etwas Großes auf den Markt kommt, die haben wir irgendwie geteilt. Da möchte ich auch nochmal erwähnen, nach dem Livestream, in dem nächsten Stream von Thomas, der erwähnt hat, dass er auch dankbar ist bezüglich der Mitbewerber, die Fanatec auf den Weg gebracht haben, diese Sache mit Direct Drive Wheelbases anzugehen. Und hier für Fanatec auch ein Ansporn war, das fand ich fair, diese Äußerung. Und jetzt bringt Fanatec dieses Ding am Markt und das wird uns noch längere Zeit beschäftigen und wird den Enthusiastenmarkt der Direct Drive Wheelbases aufmischen. Das kann ich jetzt mit meinen ersten Testrunden oder Stunden euch prophezeien oder vielleicht ist es auch gar keine Überraschung mehr, aber so sieht es von meiner Seite jetzt aus. Was erwartet euch jetzt noch in den nächsten Reviews, in den nächsten Wochen, Monaten von mir? Da gab es den großen Nvidia RTX Release 2080, 2070, 2080 Ti. Da war ich auch per Livestream quasi hier am PC vor Ort und habe das Ganze mit aufgenommen. Alles im O-Ton und werde euch das übersetzen. Ich warte aber hierzu noch die Mitte September erscheinenden Benchmarks ab und möchte die Sache für euch aufbereiten. Und zwar ist das auch wichtig für uns. Ihr wisst, ich bin auch ein Virtual Reality Kanal und da sind wir über GPU Power in jeder Form natürlich froh. Es kommt ein neues großes Thema in Sachen Grafik, das mit dem Raytracing auf uns zu. Erwähnt bei diesem Event wurde auch Assetto Corsa Competizione im Speziellen interessant für uns. Was das Ganze auf sich hat, was es mit sich bringt, das werde ich natürlich für euch reviewen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Postet mir bitte unten mit rein. Ihr wisst, diese Kommentarfunktion ist mir sehr wichtig. Ja, supportet meinen Channel, subscribt. Ich bin froh, dass ihr mit am Start seid. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Dabeisein. Liebe Grüße von eurem Ron.